Hi, die Stadt, die ich euch jetzt vorstelle, hat geileres Essen als Chengdu, hat auch geileres Essen als Chongqing. Auf unserer ganzen Reise hatten wir dort am meisten Spaß beim Essen. Also haltet euch fest und es geht los. Heute machen wir uns wieder auf den Weg nach Lüschan. Das ist unsere zweite Runde. Ich werde das hier ein bisschen verkürzen. Also 6:30 Uhr wieder aufstehen, in den Zug, 1 Stunde Fahrzeit und dann waren wir ungefähr 8:30 Uhr beim Frühstück. Dieser Frühstücksladen ist einfach legendär. Wir lieben diese Läden, wo du reinkommst und es ist einfach so voll und ist so beschäftigt und du bist so unwichtig. Dann setzt du dich einfach hin, isst und genau darum geht's ja. Essen und Spaß haben. Das erste Gericht, was ihr jetzt hier seht, das nennt sich Tofu-Gehirn. Ich hatte mehr Bock auf was Teigiges, deswegen ich habe hier Rojamor. Und der Kameramann war nicht hungrig, sonst hätten wir auch noch die berühmte Spezialität hier aus dem Laden, nämlich Xiao Mai genommen. Wobei es immer die Kombi von beiden Xiao Mai und Tofu gehören, Tofu Now ist. Ja, mir steht's kurz Boden oder so. Hier werden Xiao Mai gefaltet. Hier ist eine kleine Brücke und dann hier ist die Xiao Mai Sammelstation. Eigentlich der Laden ist am berühmtesten für das und den Snack, den Lynn gefuttert hat. Wo ich gerade den Namen... Achso, Tofu Now. Ich spoilere das jetzt einfach mal an der Stelle. Der kleine Koffer, den brauchen wir, weil wir sind auf Reisen und es geht noch weiter. Im nächsten Teil gehen wir in eine besondere Stadt, die ganz alleine eine der Hauptkategorien der Sichuan-Küche ausmacht. Zurück zum Essen. Wir wollten noch so einen kleinen Snack probieren. Hauptzutat ist brauner Zucker, braune Zuckerfüllung, braune Zuckerpulver und noch braune Zuckersoße. Richtig, richtig lecker. Ich verlinke euch auch die Straße wieder, aber allgemein ist es sehr leicht zu finden, weil Lüschan hat so eine kleine, schöne Innenstadt sich gebaut. Da gibt es eine Fußgängerzone und in der Fußgängerzone gibt es halt diese ganzen Snacks. Oh ja, ist schon fast peinlich. Für den nächsten Trip nehme ich auf jeden Fall ein Buch mit, um mir immer alle Namen aufzuschreiben. Ich habe jetzt in einem alten Video da oben in der Info nachgeguckt, wie dieser Snack hier heißt. Und ja, Kameramann hatte Bock auf was Süßes, das ging an ihn. Lynn ist auf den Snack hier gegangen. Lynn mag es eher scharf und die ist dann eher hier auf so einen Tofu-Seafood-Snack gegangen. Wir haben auch noch auf unsere Freunde gewartet, die kamen mit dem Auto gefahren und hatten aber dann ein bisschen Verspätung. Also Schnellzug nach Lüschan ist echt viel schneller. Und wir haben die Zeit genutzt, sind einfach ein bisschen am Fluss rumgelaufen. Hier verkauft einer sein Fleisch am Straßenrand. Und hier wird's vegan, obwohl die machen ein bisschen Mess. Und ab hier verdreifacht sich unsere Gruppe. Wir sind jetzt zu 9 unterwegs. Weiter essen. Bingfen und Mian Bing haben sich in die moderne Kultur Sichuans eingebrannt. Mian Bing kommt eigentlich aus Taiwan. Bingfen allerdings gibt es schon für mehrere hundert Jahre in verschiedenen Formen. Heute ist es ein bisschen süßer, früher war es eher fruchtiger und nussiger. Der Bauch füllt sich langsam, deswegen wir haben jetzt überlegt, ob wir eine kleine Bootsfahrt machen. Die kostet 30 Euro. Boot, oder? Wir haben uns dann aber entschieden, uns ein bisschen rumfahren zu lassen, um nochmal eine kleine Stadtführung zu bekommen.
水佛。就是闻到就一股尿味。那里有人屙了尿。Es gibt noch ein paar Spuren der kleinen Stadtmauer. Von da kann man unter anderem den großen Buddha nochmal sehen. Ich verlinke euch auch die Folge nochmal, wo es nur darum geht. Am 19.08.1939 wurde Leshan von den Japanern auch bombardiert und ja, so wie bei uns gibt es da auch noch Mahnmale oder Gedenkstätten. Dann ging es weiter zum Essen. Was sonst? Ein alter Mann lief dann mit seinen singenden Vögelchen hier rum. Und ja, das ist jetzt einfach der Übergang zum nächsten Essensspot, nämlich Boboji. Nochmal kurz Boboji erklärt. Also Boboji ist eine Spezialität aus Leshan, dieser Stadt hier. Und man bekommt einen kalten Topf mit Öl, der schon mit Geschmack quasi infusiert wurde. Und geht dann einfach an den Kühlschrank, sucht sein Gemüse aus, das wird dann noch extra für einen gekocht, das packt man in den Topf rein, man hat einfach eine gigantische Dipping-Soße und dann futtert man. Jo, das ist es. In unserem Fall, weil wir so viele waren, hatten wir 2 Dipping-Soßen. Zum einen die ganz klassische Dipping-Soße mit den ganzen vielen Sesam drauf, hier links. Und rechts ist die Dipping-Soße, die ist dann einfach mehr mar und auch ein bisschen schärfer durch die Chilis und durch den Sichuan-Pfeffer. 呀，那个鸡肠你们要不要哦？鸡肠吗？ 肉，哪有肉吗？我不知道。 对。Thank you。叫你有点位置吃东西，过了一会儿就饱了。 Die nächste Station war überraschend wild und ja, einfach unglaublich. Wir sind ungefähr eine Viertelstunde aus der Stadt rausgefahren, dann einfach in die kleinen Berge hier rein, an einem ganz kleinen Dorf vorbei und dann waren wir plötzlich hier. Da hat sich jemand einfach gedacht, einen Swimmingpool zwischen die Berge zu bauen und ja, dann hat man halt so eine mega krasse Atmosphäre. Es gibt noch einen kleinen Wasserfall dort und kann baden. Was ihr hier nicht seht, es war an dem Tag 39 Grad, es war super killer heiß und ja, der Schatten war der beste Freund. Ijaren Yoja. Yoja ist wie frittiert, Ijaren heißt einfach Familie, also Familie frittiert, nee, Spaß. Familienessen, frittierter Grill. Aber es ist auch nicht Grill, sondern du kriegst dein ganzes Essen frittiert. Es funktioniert aber genauso wie Chuan Chuan. Du sammelst Spieße oder wie Boboji oder wie Schaukau. Du sammelst Spieße, gibst die ab und sie machen dir das Essen dann fertig.牛肉好吃还是别牛肉？牛肉了吗？千万不要用你的手碰到那边。这边菌干比较多。这是妈妈别了哈。现在不是花呀。老板，不然用你的手。哎，我没学。 Frühstück. Zweites Frühstück.
drittes Frühstück, Mittagessen, ein Sonnenbrand, ein Sonnenstich, Abendessen. Unsere Freunde sind jetzt mittlerweile zurück nach Chengdu, aber für uns geht's jetzt erst richtig los. Linz-Snack und für uns noch eine Runde Eis. Nächster Spot, ein Waffelladen. Dann gab es eine kleine Abendshow als Pause. Ich will lieber selbst gucken. Ihr habt's geahnt, wir sind immer noch nicht am Ende. Weiter geht's mit Schaukau Grill. Dann hat Lynn noch eine sauerscharfe Suppe gefunden. Der Kameramann hat einen süßen Snack noch gefunden. Und das reichte dann aber. Hier ist Ende.